Ne, und sie als ehemalige Ehrenamtliche jetzt selbst zu begleiten, ne, das ist ja auch nochmal eine andere Situation. Ich hatte das Gefühl, dass das sehr wichtig war. Ja, diese Hospizarbeit wahnsinnig wichtig war für dieses Frieden mit dem Tod haben. Dass das wirklich ein großes Geschenk ist, das zu machen, offensichtlich, die Hospizarbeit. Naja, man hat ja schon viele Jahre vorher Zeit, sich mit diesem Thema zu befassen, ne, einerseits. Und ich erlebe ja immer irgendwie die Geschichten von den Familien und den Menschen und sind immer die anderen, die sterben. Mhm. Eine gewisse Gefahr. Ja. Fühlst du dich schon unsterblich? Das Thema ist halt ein Lebensthema, ja, was sie nicht so, also es ist ja unser aller Lebensthema letztendlich, aber man hat ja verschiedene Varianten, man kann ihm ausweichen oder man kann es sich anschauen. Ne? Ich bin schon immer total interessiert an Geschichten, also an den Geschichten von Menschen und ich fand es schon als Kind total spannend, wirklich schon als Kind, ja, total spannend, ja, einfach diese Geschichten zu hören, alten Leuten zuzuhören und zu erfahren, was die erlebt haben und warum die so sind, wie sie sind. Wir haben ja einen Kinder- und Jugendhospizdienst bei uns. Ja, und da haben wir halt einige wenige Kinderbegleitungen im Dienst. Also in erster Linie Kinder, die mit einer schweren Erkrankung geboren wurden und jetzt, die dürfen dann von uns von Geburt an begleitet werden, weil man weiß, ihr Leben wird nicht allzu lang sein. Für mich warst du das Eingangstor ins Palliativsystem und ich hatte das Gefühl, das Palliativsystem ist wie so ein Zauberland, wo plötzlich so alles funktioniert, was in unserem Gesundheitssystem nicht funktioniert, geht da plötzlich. Also neben dieser, ich sag mal, seelischen Begleitung, also dieses ganz klare, da musst du hin, da rufst du an. Ich kann das auch für dich machen, wenn es dir zu viel ist. Also so ein Verwaltungssystemlotse. Das hätte ich, glaube ich, ohne dich nicht so schnell geschafft. Das System zu knacken zu ihren Gunsten. Gerade auch mit dieser Doku, dann denke ich manchmal, boah, die Doku wird so aussehen, als hätten wir so ein ganz spezielles Umfeld. Aber wir haben ja kein spezielles Umfeld, sondern wir haben halt alles genutzt, was ihr im Angebot habt. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch der Verdienst von echt vielen Pionieren der Hospizarbeit. Manchmal ist es ja so, wir werden jetzt zum Beispiel vom Arzt empfohlen. Ja? Dann rufen wir an, fragen nach, dann gibt es dieses Erstgespräch und dann kann es zum Beispiel sein, dass der Kranke ganz klar sagt, nee, ich will es nicht. Selbst wenn ihr Ehemann oder Ehefrau das nicht wollen und sie aber das also einfach den Wunsch haben, hier mal mit jemandem einen Kaffee zu trinken und einfach mal zu erzählen, was hier gerade schwer ist oder wie es ihnen überhaupt geht und so, dann können wir auch nur für sie kommen. Oder was ich auch immer wieder verrückt finde und was ich auch lange nicht verstanden habe, weil wir ja jetzt auch viel mit jüngeren Leuten zu tun haben. Also wenn Kinder involviert sind, weil eben ein Elternteil stirbt, das ist dann relativ häufig, dass die jungen Menschen zwar den Hospizdienst rufen und auch wissen, die wissen das, natürlich wissen die das. Und man hat auch das Gefühl, es ist eigentlich klar, ja, wo die Reise hingeht, aber es wird keine Energie in diese Gespräche gesteckt. Es gab einen jungen Ehemann, 2 kleine Mädchen, die waren nicht zugegen und beide Mütter, also von ihm und von ihr, die Mutter war da. Und es ging ja um die Kinder, also so wie sollen die Kinder jetzt mit diesem Abschied irgendwie umgehen und und die haben auch erst nicht so richtig darüber reden wollen und dann habe ich das aber dann wirklich mal, habe ich gedacht, so jetzt eigentlich gibt es hier eine Schwelle, hier gibt es eigentlich eine Grenze, die geben mir im Grunde nicht den Auftrag, darüber zu reden, aber ich mache das jetzt einfach, ich gehe jetzt da drüber. Und dann bin ich ja wirklich so innerlich bewusst drüber gegangen und habe das eben dann angesprochen, habe gesagt, naja, es kann ja auch nun so und so sein. Und dann waren die auch total offen und dann haben wir ganz intensiv über solche Sachen diskutiert. So, und dadurch hatten die was, womit sie dann auch weiter sich auseinandersetzen konnten. Ja.